Als ich gelesen habe, wegen Bauchfett nicht zugelassen, dachte ich so, die gehen halt jahrelang zur Therapie und haben da keine Fortschritte. Du bist nicht sportlich, du gehörst nicht dazu, du bist nicht wertvoll, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, du bist ein blöder Mensch. Als ich früher den Spiegel gesehen habe, da wollte ich am liebsten gar nicht reingucken, weil ich mich so für mich selbst geschämt habe. Mittlerweile liebe ich mich aber selbst und wie ich das geschafft habe, das zeige ich mittlerweile ganz, ganz vielen Frauen. Meine Message ist es, Frauen zu bestärken, selbstbewusst zu sein, sich selbst zu lieben und den Körper so anzunehmen, wie er ist und Vorurteile zu brechen. Ich bin Jules, ich bin 31 Jahre alt, lebe in Hamburg und bin selbstständige Bloggerin und Kreativkonzepterin. Mein Blog heißt Schön Wild. Schönheit bedeutet für mich, sich so anzunehmen, wie man ist und das Beste aus seinem Leben zu machen, egal vor welche Herausforderungen man gestellt wird. Ich wollte schon immer Journalistin werden und dann war es für mich irgendwie zwangsläufig klar, was Eigenes zu machen. Ich hatte so viele eigene Themen, für die ich brenne und dann dachte ich, okay, dann starte ich einen Blog. Und das war vor 8 Jahren und den gibt es jetzt immer noch. Ich möchte das kleine Mädchen von Grund auf lernen, dass sie viele Stärken besitzen und dass sie nicht nur auf ihr Aussehen reduziert werden. Als ich früher den Spiegel gesehen habe, da wollte ich am liebsten gar nicht reingucken, weil ich mich so für mich selbst geschämt habe, weil ich einfach nicht diesem Standard entsprungen habe, der von einem erwartet wird. Ich wollte echt am liebsten ausbrechen. Ich hatte keine Lust mehr auf diesen Körper, auf diesen Charakter. Ich wollte gar nichts. Ich habe immer nur das in mir gesehen, was andere über mich erzählt haben. Bis ich dann angefangen habe, eine Therapie zu machen und zu lernen, hey, du kannst auch selber über dich bestimmen und auch selber dir dein eigenes Bild von dir schaffen. Warum ist mein Körper kurvig? Ich habe mal so ein Ernährungsprotokoll geführt und mal geguckt, wann esse ich denn eigentlich. Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich immer was essen möchte, wenn ich eigentlich was fühlen sollte. Das heißt, ich bin emotionale Esserin. Das ist sehr, sehr eng aneinander geknüpft. Der Griff zur Zigarette, zum Alkohol, exzessives Shoppen. Das ist genau so. Nur bei dicken Menschen sieht man halt, dass sie dick sind und deswegen werden sie diskriminiert. Und das darf einfach nicht der Fall sein. Da muss mehr aufgeklärt werden. Kürzlich wurde bei mir eine Werbeanzeige von Social Media zensiert und das Krasse war, mir wurde vorgeworfen, ich darf mein Bauchfett nicht präsentieren. Das fand ich einfach schon krass. Da braucht es halt noch ganz viel laut werden und dass wir darüber reden und dass wir das nicht als selbstverständlich hinnehmen, weil das beeinflusst am Ende auch wieder unsere Sehgewohnheiten. Wie nehmen wir Körper wahr? Wie sehen wir Körper? Das ist auf jeden Fall auch eine Mission von mir. Beim Sportunterricht war es schon von Anfang an so, dass man nicht in eine Gruppe gewählt wurde. Das hat einem schon in der Gesellschaft ganz früh suggeriert, du gehörst nicht dazu. Es ist in Ordnung, dass sich Leute über dich lustig machen, weil die Kinder haben natürlich gelacht, der Lehrer hat es zugelassen. Und ich finde, dass das mit kleinen Kinderseelen ganz, ganz viel Schlimmes macht. Und mir hat das zum Beispiel, das habe ich jetzt erst nach Jahren festgestellt, absolut den Spaß an Sport geraubt. Und ich musste wirklich das erstmal in meiner Traumatherapie aufarbeiten. Das klingt jetzt für viele ganz, vielleicht nicht nachvollziehbar, aber ich musste Sport nochmal neu lernen und Spaß am Sport finden. Und wo ich auf jeden Fall hängen geblieben bin, war das Boxen. Boxen bedeutet für mich auf jeden Fall so einen Stressabbau, so eine Energiefreisetzung, weil jedes Mal, wenn ich vom Boxen komme, habe ich einfach so viel neue Energie und mir geht es einfach richtig gut danach. Und deswegen habe ich zum Beispiel danach auch direkt den Curvy Fitness Kurs gegründet, weil es mir einfach wichtig ist, dass Frauen so einen sicheren Rahmen haben, in dem sie lernen, ihren Körper anzunehmen, sich selbst anzunehmen und wieder Spaß an Bewegung zu haben. Das ist so wichtig, das gehört einfach dazu, zu einem gesunden Lebensstil und zu einem gesunden Körper. Die Frauen, die im Curvy Fitness Kurs waren, die haben in so kurzer Zeit so viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen bekommen und gelernt, ihren Körper zu lieben. Also ich bin da regelmäßig unter Tränen rausgegangen, weil ich so glücklich war. Freudentränen. Aber das ist halt das Schöne einfach, dass man sieht, man kann da ganz, ganz viel bewegen und die gehen halt jahrelang zur Therapie und haben da keine Fortschritte und auf einmal gehen sie in so einen Kurs und auf einmal macht es irgendwie Klick und man sieht diese Entwicklung und das macht einfach so stolz und so glücklich und freut mich einfach so zutiefst. Es gibt einige Tipps, die mir dabei geholfen haben, mein Selbstwertgefühl und auch mein Selbstvertrauen zu stärken. Zum einen auf jeden Fall Verbündete finden, denen es ähnlich geht wie einem selbst. Seinen eigenen Weg gehen und sich auch wirklich selbst anfangen zu vertrauen, dass man die Stärke hat. Dann seine Sprache überdenken, passende Bücher lesen, Therapie machen, gucken, wo kommt das alles her. Man darf sich auf jeden Fall ganz doll bewusst machen, dass es ein längerer Weg ist, aber dass der Weg sich auf jeden Fall lohnt. Meine Follower berühren mich fast nahezu täglich, weil immer wieder Leute ihre Geschichten teilen, dass sie durch mich zum Beispiel in einem Bikini am Strand gehen, dass sie durch mich Jobentscheidungen treffen, durch mich irgendwie neuen Mut haben, ihr Leben anders zu sehen und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Das ist einfach das allerschönste Gefühl und ich freue mich einfach, dass ich diese Menschen inspirieren darf und gleichzeitig inspirieren sie auch mich.
Mein Wunsch für die Zukunft ist es, dass wir den nächsten Generationen mitgeben, dass es nicht mehr nur um dieses reine Aussehen geht, sondern dass es um viel mehr geht, um tiefe Persönlichkeit. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir uns alle mehr um die inneren Werte kümmern, dann haben wir auch mehr Chancen, uns auf ganz andere Themen zu fokussieren. Ja. Also ich muss es niemandem beweisen, das weiß ich mittlerweile, aber trotzdem weiß ich, ich habe ganz vielen Leuten getrotzt, die gesagt haben, ich glaube nicht an dich, und das ist so ein schönes Gefühl. Weil ich genau weiß, dass mir früher so viele Menschen gesagt haben, du schaffst das nicht, du kannst das nicht und das, was du machst, ist scheiße. Ich musste mich gegen richtig viele Vorurteile durchsetzen und jetzt bin ich bei Miss Germany.